Was passiert, wenn dein Broker oder gar Clearstream pleite geht? Kannst du dann wirklich enteignet werden? Kann dir dann wirklich dein Eigentum weggenommen werden, deine Aktien? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher befassen. Horst Lüning hat ein sehr interessantes Video veröffentlicht. Ich kann dir seinen Kanal übrigens empfehlen. Unterblog kennst du ja wahrscheinlich. Dort hat er vor kurzem ein Video aufgenommen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein, wo es um das Buch The Great Taking ging von David Rogers Webb. Ich weiß nicht, ob du von diesem Buch schon mal gehört hast. Webb war ja hier lange im US-Finanzsystem tätig. Er kennt das Finanzsystem sozusagen und auch, wie es intern funktioniert, wie die einzelnen Zahnräder so ineinander greifen. Er kennt das Ganze ziemlich gut. Er hat da jahrzehntelang gearbeitet und hat dann eben dieses Buch The Great Taking geschrieben. Dort beschreibt er eben, wie es zu einem Verlust deiner Wertpapiere kommen kann, wenn hier Unternehmen, die deine Aktien verwahren, zum Beispiel ein Broker oder eben auch die Zentralverwahrstelle, pleite gehen. Er nennt hier interessante Beispiele, zum Beispiel die Lehman-Pleite 2008, wo genau so etwas passiert ist. Und dann, für meinen Begriff, gleitet er ziemlich stark in Verschwörungstheorien ab. Er verwendet dann nämlich hier diese korrekten Darstellungen dazu, um hier irgendwie zu suggerieren, dass es hier dann ganz bewusst hier zu Enteignungen kommt. So nach dem Motto The Great Reset und alles wird allen weggenommen etc. pp. Also diesen Teil glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass es solche Bestrebungen hier in irgendeiner Art und Weise gibt. Halte ich persönlich für Quatsch. Aber dennoch ist natürlich sein Buch sehr interessant. Horst, wie gesagt, hat dazu ein Video gemacht, das kann ich dir empfehlen, wo er das Ganze im Grunde genommen beschreibt. Ein Mandant von uns hat mir dieses Video geschickt und hat mich gebeten, dieses Video einmal zu kommentieren und ein Video dazu zu machen, wo ich meine Meinung zu diesem Thema hier beschreibe, was ich jetzt hiermit gerne tun will. Zunächst muss ich sagen, dass man hier mit den Begriffen ziemlich vorsichtig sein muss. Also Enteignung bedeutet im Grunde genommen, dass der Staat dir dein Eigentum wegnimmt. Der Staat hat unter bestimmten Gesichtspunkten, in Deutschland ist das im Grundgesetz geregelt, das Recht, dich zu enteignen. Also zum Beispiel, wenn eine Autobahn gebaut werden soll und dein Grundstück liegt und dort, wo diese Trasse gebaut werden soll und du willst partout nicht an den Staat verkaufen, dein Grundstück, dann hat der Staat das Recht, dich zu enteignen, dir das Grundstück wegzunehmen, aber dir natürlich hier einen marktüblichen Preis dafür zu zahlen. Also das ist Enteignung. Wenn dein Broker pleite geht oder Clearstream pleite geht und in diesem Tohuwabohu dann dein Aktienvermögen mit untergeht, dann ist das keine Enteignung. Dann ist das letztlich eine Frage natürlich des Insolvenzrechts, möglicherweise des Bankenaufsichtsrechts, ja. Also da muss man natürlich schon hier sehr genau differenzieren. Das war übrigens auch bei der Lehman-Pleite genau dieser Punkt. Also als Lehman dann untergegangen war, hatten viele Anleger das Problem, tatsächlich an ihre Papiere zu kommen, die ja eigentlich hätten im Sondervermögen von Lehman aufbewahrt werden sollen. Das heißt, die wurden auch buchhalterisch natürlich nicht als Eigentum von Lehman verbucht, sondern im Grunde genommen wurden sie geführt in der Bilanz von Lehman als ein Eigentum, das Dritten gehört, das Lehman entsprechend nur verwaltet für diesen Kunden. Aufgrund der Tatsache aber, wie komplex jetzt eigentlich im Hintergrund diese Verwahrung von Wertpapieren wirklich ist, und ich komme jetzt gleich dazu, das im Detail mal zu erklären, ja, kam es dann also bei Lehman und auch in anderen Fällen dazu, dass man nicht genau identifizieren konnte, wem jetzt was gehört, beziehungsweise dass tatsächlich hier Lehman zum Teil dieses Vermögen, dieses Aktienvermögen seiner Kunden eingesetzt hatte als Collateral, ja, also als Sicherheit für eigene Investments. Und dann war es extrem schwierig, hier dann natürlich für die Anleger wieder an ihre Papiere zu kommen, beziehungsweise zum Teil haben sie es eben verloren. Wie das sein kann, das werde ich jetzt eben hier gleich nochmal genau beschreiben. Aber sie haben zum Teil eben ihr Vermögen verloren, obwohl sie eigentlich dachten, naja, Lehman bewahrt das ja nur für mich auf, letztlich eine Art Treuhandkonstellation. Das heißt, die bewahren das für mich auf, für mich, ohne dass es ihnen gehört, auch wenn es auf ihren Konten ist. So ein bisschen wie ein Treuhandkonto bei einem Anwalt oder ein Escrow. Aber hier liegen eben viele falsch. Und da gibt es eben tatsächlich auch im heutigen Finanzsystem, ganz besonders in Europa,
Bedrohungen, die sich viele hier nicht bewusst sind. Dazu hat Horst Lüning dieses Video gemacht und davon handelt natürlich auch das Buch The Great Taking. Schauen wir uns im ersten Schritt einmal an, wie Wertpapiere überhaupt aufbewahrt werden. Du denkst vielleicht, du hast ein Brokerkonto, du bist irgendwo bei Comdirect, da packst du deine Aktien hin und dann hat Comdirect deine Aktien und dann verkaufst du an der Börse, dann wandert das eben über die Börse vielleicht an einen neuen Eigentümer hier deine Aktien und andersrum, wenn du Aktien kaufst, geht es auch irgendwie in dein Depot rein. Aber in Wirklichkeit ist das tatsächlich eine viel komplexere Struktur. Ich habe das mal in einem extrem einfachen Schaubild dargestellt. So, hier siehst du mein extrem einfaches Schaubild. Hier bist du oben als Anleger. Dann ist hier bei Depotbank deine Bank oder dein Broker. Und da liegen ja zunächst mal deine Aktien drin. So, jetzt hat aber dieser Broker hier oder deine Bank möglicherweise einen Vertrag mit einer Verwahrstelle. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn es sich um einen Investmentfonds handelt oder aber wenn dein Broker relativ klein ist und bei der zentralen Lagerstelle, und hier reden wir jetzt von Clearstream, kein eigenes Konto hat, ja, dann ist hier also noch eine andere Verwahrstelle letztlich dann involviert. Und in Wirklichkeit liegen dann also deine Aktien nicht wirklich auf deinem Konto bei dem Broker, also in deinem Depot, sondern liegen hier gepoolt bei der Verwahrstelle. Ja? Das heißt, der Broker oder die Bank haben eben ein weiteres Depot bei der Verwahrstelle. Dort sind dann wiederum deine Papiere verbucht, die sind dort gepoolt in einem großen Account mit allen anderen Aktien, die hier dieser Broker für Kunden verwaltet bei dieser Verwahrstelle. Die Verwahrstelle, das kann zum Beispiel eine Deutsche Bank oder BNP Paribas sein, die hat dann wiederum hier ein Konto bei Clearstream. Clearstream ist der Zentralverwahrer. Clearstream ist im Besitz der Deutschen Börse Frankfurt. Clearstream ist der Zentralverwahrer oder CSD, Central Settlement Depository, für deutsche Aktien. Clearstream ist dann direkt letztlich an die Börse angeschlossen. Und wenn jetzt hier Verkäufe oder Käufe über die Börse passieren, dann sind das letztlich alles nur Umbuchungen hier, die bei Clearstream wiederum passieren. Und diese Buchungen werden dann natürlich hier über die Verwahrstelle zur Depotbank dann auch durchgebucht, so dass du dann letztlich auch hier bei deinem Depot eben bestimmte Veränderungen siehst, wenn du kaufst oder verkaufst. Der Zentralverwahrer, bei Clearstream kann das sein Clearstream Banking in Luxemburg oder die Clearstream AG. Bei deutschen Aktien ist es die Clearstream AG. Wenn du jetzt aber über deinen Broker zum Beispiel, sagen wir mal, Schweizer Aktien hältst, dann ist der Zentralverwahrer nicht Clearstream Frankfurt, sondern Clearstream in Luxemburg. Der hat dann wiederum einen Vertrag mit SIX. SIX ist die Verwahrstelle für die Schweiz, für Schweizer Aktien. Dann hat der Zentralverwahrer wiederum hier ein Konto oder eine sogenannte Lagerstelle bei Clearstream. Das ist zum Beispiel Clearstream Deutschland jetzt für deutsche Aktien. Euroclear, da sind zum Beispiel Aktien aus den Benelux-Ländern oder SIX zum Beispiel aus der Schweiz. Und diese ganzen Ebenen hier, Verwahrstelle, Zentralverwahrstelle und Lagerstelle, das ist ja für dich alles komplett unsichtbar. Du siehst ja nur, was bei deinem Broker passiert, aber tatsächlich sind deine Aktien hier mehrfach gepoolt und werden dann hier tatsächlich nicht nur von deinem Broker verbucht, sondern eben von diesen anderen Dienstleistern auch. Das heißt also, du hast auch kein Recht an spezifischen Aktien. Ja, eine Aktie ist ja ein Geschäftsanteil, also etwas sehr Konkretes, etwas sehr Anfassbares. Wenn aber jetzt hier deine Aktien gepoolt sind, ja, dann hast du ja im Grunde genommen nicht mehr Eigentum an einer spezifischen Aktie, ja, sondern du bist hier nur anteilig an einem Pool letztlich beteiligt. Und das Schlimme ist nun, die Verwahrstelle weiß nicht, dass du der Eigentümer dieser Aktien bist. Denn bei der Verwahrstelle hat ja dein Broker ein Konto. Das heißt, für die Verwahrstelle sieht es so aus, wie wenn alle diese Aktien hier deinem Broker gehören. Das gleiche beim Zentralverwahrer auch. Der Zentralverwahrer weiß nicht, welcher Broker dahinter steht und nicht, welcher Eigentümer dahinter steht, wenn eine Verwahrstelle dazwischen geschaltet ist. Und das gleiche dann bei der ganz konkreten Lagerstelle ebenfalls. Auch hier ist nicht hundertprozentig klar, wem diese Aktien eigentlich gehören, denn auch hier steht dann einfach nur der Zentralverwahrer
hier dann wirklich hinter diesen Aktien und hinter diesem Aktienpool. Das Ganze kann jetzt nochmal wesentlich komplizierter werden und das war eben dann tatsächlich auch das Problem bei Lehman. Wenn du sogenannte Margin Accounts hast, ja, das sind Accounts, wo du letztlich auf Pump Aktien kaufst, dann hat der Broker das Recht, diese Aktien als eigene Sicherheiten zu verwenden bei seinen eigenen Investments. So werden dann letztlich deine Aktien, obwohl sie auf Pump gekauft sind, wiederum eingesetzt zur Sicherheit bei anderen Verbindlichkeiten. Das war das große Thema hier bei Lehman. Da gibt es verschiedene gesetzliche Regelungen, nämlich in UK und in USA. Im UK war das traditionell lockerer als in den USA. Das heißt letztlich, Lehman London hat dann hier sehr viele Papiere, insbesondere solche, die sie hier im Auftrag von Hedgefonds gehalten haben, auf Pump, dann wiederum als Sicherheit verwendet bei anderen Geschäften. So, wenn das Ganze jetzt zusammenbricht, ja, also das heißt, wenn es zu einer Pleite kommt, wie bei Lehman, dann sollte man ja eigentlich denken, nun gut, das ist ja alles im Sondervermögen, das heißt, meine Aktien sind hier im Sondervermögen des Brokers, der Verwahrstelle, der zentralen Verwahrstelle und der Lagerstelle drin. Das heißt, jetzt kann ich das da eigentlich alles ganz einfach mir wieder rausholen, selbst wenn der Broker pleite ist, habe ich dann hier die Möglichkeit, meine Papiere wieder zu bekommen. Aber das ist eben nicht so. Wie ich vorhin gesagt habe, hast du kein Eigentumsrecht an ganz konkreten Papieren. Du hast nur ein Eigentumsrecht auf einen bestimmten Prozentsatz von diesen gepoolten Anteilen, die hier bei den verschiedenen Dienstleistern gelagert werden. Letztlich hat damit rechtlich gesehen, ja, der Dienstleister eine Verbindlichkeit dir gegenüber. Du bist also letztlich möglicherweise nur ein Gläubiger. Ja? Das heißt, es ist nicht so, dass die Verwahrstelle hier treuhänderisch ein bestimmtes Eigentum verwaltet von dir, sondern dieses Eigentum von dir geht in diesem Pool unter von Aktien und damit gibt es eben kein Treuhandverhältnis mehr, was ja rechtlich geschützt ist, ja, sondern du bist dann einfach nur noch ein Gläubiger dieses Finanzinstitutes und wenn es dann auf irgendeiner dieser 4 Ebenen knallt, die ich gerade eben beschrieben habe, dann ist es oftmals, nicht immer, aber oftmals eben sehr schwierig, dann wieder an deine Papiere dran zu kommen. Möglicherweise ist es gar nicht möglich, und zwar nicht, weil du enteignet wirst, aber weil es rechtlich so kompliziert und vertragt ist und die Eigentümerstruktur dann so komplex ist, dass man letztlich hier die Eigentumsverhältnisse gar nicht mehr richtig identifizieren kann. Und jetzt sage ich das immer unter der Annahme, dass diese einzelnen Dienstleister hier ihre Buchhaltung korrekt gemacht haben. Wenn es jetzt auch noch Buchhaltungsfehler gibt, und auch das passiert regelmäßig, dass jetzt hier irgendwas falsch verbucht wurde, die Aktien auf dem falschen Konto stehen oder im falschen Namen abgespeichert werden, na dann hast du erstmal richtiges Chaos. Ja? Dann hast du hier auf einmal Aktien in diesem Aktienpool drin und du weißt nicht mehr genau, wem die gehören, weil es eben falsch gebucht wurde. Auch das ist tatsächlich bei Lehman zum Beispiel passiert. Da gab es Fehler in der Buchhaltungsabteilung. Manche sagen natürlich, das ist eine böse Absicht, aber was wir nicht unterstellen, nennen wir es einfach mal Schlampigkeit in der Buchhaltungsabteilung. So, tatsächlich bist du diesem Risiko ausgesetzt. Wenn du Broker verwendest im Euroraum, dann hast du praktisch keine Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden. Wie Horst Lüning in seinem Video hier richtig herausgestellt hat, ist es sogar auch in Deutschland gesetzlich verankert, dass du im Grunde genommen im Fall von Zahlungsschwierigkeiten oder einer Insolvenz kein Recht hast auf deine konkreten Anteile, sondern im Grunde immer nur Anteile an diesem Pool. Und wenn aus irgendeinem Grund in diesem Pool weniger Aktien drin sind, dann ist doch der Dienstleister, außer er hat fahrlässig gehandelt, dir gegenüber nicht schadensersatzpflichtig. Wenn du ihm also 5 Aktien gibst, dann muss er dir nicht die gleichen 5 Aktien zurückgeben, sondern im Grunde genommen kann er sagen, okay, du hattest so und so viel Prozent oder so und so viel Promille an diesem Pool und ich gebe dir zurück, was jetzt von dem Pool noch übrig ist. Wenn durch eine Insolvenz oder sowas von dem Pool nur noch 50% übrig sind, bekommst du eben dann anteilig etwas von dem übrig gebliebenen Pool, aber eben nicht deine konkreten Aktien. So, jetzt ist natürlich die große Frage, was kann man machen? Hier weiche ich jetzt dann vielleicht ab von einigen anderen Kommentatoren. Manche sagen jetzt natürlich, okay, am besten gar keine Aktien halten, alles Papierzertifikate und so weiter und so fort. Wenn das überhaupt möglich ist, ist ja gar nicht mehr
so ohne weiteres möglich. Oder am besten nur Gold oder Krypto und so weiter. Nein, also so weit würde ich nicht gehen. Das Wichtigste ist zunächst mal, dass du dir des Risikos bewusst bist. Wenn dein Broker pleite geht, dann kannst du tatsächlich Schwierigkeiten haben, an deine Aktien dranzukommen. Dass jetzt Clearstream pleite geht, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Clearstream an sich betreibt ja keinen Handel. Clearstream ist ja letztlich nur ein Stück technische Infrastruktur, die hier für die richtige Verbuchung und den richtigen Handel von Aktien sorgen. Wie gesagt, da gibt es keinen Handel im eigenen Namen. Das heißt, dass die jetzt eigentlich Verluste haben durch Aktienhandel oder damit, dass die hier selbst investieren und damit andere Aktien als Sicherheit verwenden, das ist hier eigentlich nicht gegeben. Ich weiß, Horst Düning hat hier in seinem Video Cum-Ex erwähnt, da gab es ja auch eine Hausdurchsuchung mal bei Clearstream, aber im Grunde nur, um nachzuvollziehen, was da wirklich passiert ist. Also, wie gesagt, ich halte das Risiko persönlich bei Clearstream jetzt relativ gering, weil die im Grunde genommen nur eine technische Plattform sind. Ja, das sind ein Dienstleister, die eine bestimmte Dienstleistung hier erbringen. Das ist nicht jemand, der hier in den Handel wirklich jetzt im eigenen Namen oder sowas involviert ist. Aber im Broker oder auch möglicherweise bei anderen Unternehmen, wie zum Beispiel der Verwahrstelle, da gibt es natürlich dann schon auch diese Risiken tatsächlich. Also, was kannst du machen? In den USA ist es relativ einfach. Da gibt es das sogenannte DRS, Direct Registration System. Damit kannst du verhindern, dass deine Aktien gepoolt werden. Damit werden dann deine Aktien eben nicht mehr in einen Topf reingeworfen, sondern jede Aktie wird letztlich dann in deinem eigenen Namen registriert, in dem gesamten System, in der gesamten Infrastruktur. Das heißt, selbst wenn der Broker zum Beispiel pleite geht und die Aktien sind im Sondervermögen des Brokers drin, dann kann man ganz klar identifizieren, diese Aktie gehört Paul Smith, diese Aktie gehört Peter Müller. Da hat man also nicht mehr dieses Problem, dass das hier alles im Chaos irgendwo untergeht und dann nicht mehr identifiziert und auseinandergehalten werden kann. Viele amerikanische Broker bieten das an, zum Beispiel Fidelity. Meiner Meinung nach hat Fidelity die beste DRS-Integration. Auch die Schweizer Banken und die Liechtensteiner Banken bieten hier eine entsprechende Trennung an, dass eben Anteile hier nicht gepoolt verwaltet werden. Du weißt aber wahrscheinlich, dass dort die Mindesteinlage bei diesen Instituten ziemlich hoch ist. Wir sprechen hier von mehreren hunderttausend. Also ich spreche jetzt hier von LGT Bank, zum Beispiel von Julius Baer, ich spreche von UBS. Das sind alles Banken, die dir das anbieten können und die auch damit sicherstellen können, eben, dass deine Aktien nicht in einen Topf geschmissen werden, hier nicht gepoolt werden und damit immer identifizierbar ist, was dein Eigentum ist. Du musst es aber im Grunde genommen schon im Vorfeld mit denen absprechen. Wenn die Aktien einmal im Pool sind, dann sind sie im Pool. Übrigens, internationale Broker, die das auch machen, ist Interactive Brokers. Auch dort kannst du das machen. Also wie gesagt, bei amerikanischen Aktien, wenn du dort einfach online suchst, Direct Registration System, DRS und zum Beispiel Interactive Brokers, wirst du eine Seite von Interactive Brokers finden, wo das Ganze beschrieben ist. Das Gleiche geht auch mit Fidelity und so weiter und so fort. Ich warne dich gleich, diese Broker haben das nicht unbedingt gern, weil es das Ganze eben ein bisschen kompliziert macht, aber da darfst du dich dann nicht verunsichern lassen. Leider muss man sagen, dass du in der EU keine Möglichkeit hast, dich vor solchen Risiken zu schützen. Das heißt, auch hier gilt so oft, wenn du dich wirklich schützen willst, dann ist ein wirklicher Schutz nur außerhalb der EU möglich. So klein auch immer das Risiko einer solchen Pleite sein mag. Also wie gesagt, wir haben es ja gesehen, bei Lehman Brothers ist es passiert und es gibt auch einige andere Fälle, wo es dazu gekommen ist. Sicherlich passiert das nicht jeden Tag, aber wie gesagt, nicht ohne Grund gibt es hier in den USA diesen großen Trend in Richtung DRS, Direct Registration System, um genau solche Probleme zu verhindern. Das heißt, man sollte das auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und damit ist das Ganze natürlich auch immer Thema für uns. Wir beschäftigen uns ja intensiv hier mit Vermögensschutz im Rahmen eines Umzugs ins Ausland, im Rahmen eines Plan B. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Themen zu beraten. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.